Ja, grüßt euch Leute. Hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Ja, heute ist der 23.12., ein Tag vor Weihnachten und ich habe noch ein paar wichtige und auch gute News für euch, was das Helium-Netzwerk angeht. Und zwar wird halt eben heute beziehungsweise spätestens morgen eine neue Deny-List veröffentlicht und dann wird quasi eine ganze Region abgeschaltet. Und das schauen wir uns natürlich auch jetzt in diesem Video an. Ihr könnt quasi dranbleiben, es wird extrem spannend. Ja, wir sind jetzt gerade auf der Seite Helium bekommt. Die meisten Leute wissen ja, um was es hier letztendlich geht. Ansonsten, wir haben genug andere Helium-Videos direkt auf unserem Kanal. Schaut einfach mal rein. Alternativ haben wir für euch natürlich auch einen Telegram-Kanal, wo ihr reinkommen könnt. Den Link packe ich euch auch nochmal in die Videobeschreibung beziehungsweise aus dem Kommentar, wo ihr auch über das Thema Helium mitdiskutieren könnt, auch mit anderen, die schon sehr lange im Helium-Bereich tätig sind. Ja, von daher kommt einfach mit rein. Unsere Telegram-Gruppe ist für euch absolut kostenlos. Kommt rein, könnt mitdiskutieren. Ja, genau. Helium.com ist wie gesagt die Website. Hier wird das Ganze nochmal erklärt. Es ist quasi ein Netzwerk in Deutschland. Wir nutzen überwiegend hier die IoT-Geschichte. Also bekommen auch die IoT-Token. In Amerika ist zum Beispiel auch 5G möglich. Es wird halt eben bei uns leider Gottes nicht geben. Aber nichtsdestotrotz, was momentan bei Helium passiert, finde ich gar nicht mal so schlecht. Ja, worum geht es heute in diesem Video? Und zwar schauen wir uns heute mal das HIP 137 an. Ich hatte ja vor ein paar Wochen oder beziehungsweise, ja, ist schon ein paar Wochen mittlerweile her, euch über das HIP 138 informiert, dass es wahrscheinlich wieder zurück zu HNT geht. Das heißt, die IoT-Belohnung wird es halt in dem Sinne bald nicht mehr geben, sondern gibt es halt eben den HNT-Token, wenn das alles so läuft, wie es halt eben geplant ist. Mehr kann ich euch dazu leider auch nicht sagen, aber es sieht wirklich so aus, als ob die Reise zurückgeht zum HNT-Token. Aber wir werden es auf jeden Fall erstmal sehen. Ja, was haben wir heute für euch? HIP 137 und zwar soll CN470, das ist quasi das Protokoll beziehungsweise die Frequenz sozusagen, womit in China Helium betrieben wird, halt eben wird entfernt. Hier seht ihr nochmal die Zusammenfassung. Dieser Vorschlag schließt die CN470-Region vom Inhalt von Proof of Courage Belohnung im IoT-Netzwerk aus. Bei Klassifikatoren und anderen Methoden zur Anti-Gaming-Erkennung des Gaming diese Region identifizieren und stoppen können. Ich übersetze es mal auf relativ einfaches Deutsch. Es wird halt eben in der chinesischen Region das Ganze dementsprechend abgeschaltet. Das heißt, die werden keine Proof of Courage Vergütung mehr bekommen. Das heißt, im Grundprinzip gar keine Rewards mehr, weil halt eben jetzt auch Sternchen, viele Scammer dabei sind, nochmal Sternchen dazu. Ja, weil man hat gemerkt, im Helium-Netzwerk ist es halt eben so, dass viele dabei sind, die es nicht ernst meinen, die halt eben im Keller 20 von den Helium-Mannen stehen haben, damit einfach nur die IoT-Belohnung schürfen wollen und dabei gar keine Netzwerk-Coverage, wovon das Netzwerk eigentlich leben soll, dargestellt werden bzw. erzeugt werden. Von daher hat man sich entschlossen, jetzt im BIP 137 zu sagen, okay, wir stellen die ganze CN470-Region ab und das wird halt eben heute im Laufe des Tages passieren. Soweit wie ich das weiß, ist es halt eben dementsprechend so, dass heute Nachmittag beziehungsweise heute Abend eine neue Deny-List rauskommt, die halt eben alle Hotspots ausschließt, die in der CN470-Region unterwegs sind. Das sind, wenn ich das richtig gelesen habe, um die 96.000 Hotspots, die abgeschaltet werden. Also es wird halt eben extrem spannend, was das angeht. Ihr seht hier nochmal, dass zum Beispiel knapp 10 Millionen IoT-Belohnungen in der letzten Epoche in die Region CN470 gegangen sind. Und man hat halt eben auch festgestellt, okay, da gehen viele Token hin, aber wir haben keine Netzwerk-Coverage. Auf gut Deutsch gesagt, bitte lest es euch auch selber nochmal durch. Link zu den GitHub-Beitrag packe ich in die Beschreibung rein. Und man hat auch festgestellt, okay, wir hauen da so viele IoT-Belohnungen hin und letztendlich haben wir gerade mal 1,53 oder 1563 DC, was da abgelaufen ist an Datenübertragung. Das ist dann schon relativ wenig für 96.000 Hotspots, dass da so wenig drüber läuft. Ja, hier seht ihr nochmal die Interessengruppen sozusagen, also Gaming-Hotspot-Besitzer und ehrliche Hotspot-Besitzer. Hier ist es natürlich auch so, dass die jetzt quasi eine Region sind, natürlich, die es jetzt ernst meint, die wirklich einen Helium-Miner betreibende Antenne haben, die fallen jetzt leider Gottes erstmal hinten runter. Man wird aber auch sicherlich halt eben da ein bisschen Algorithmus oder irgendeine Möglichkeit finden, das festzustellen, wer halt eben betroffen ist, wer nicht. Aber prinzipiell sagt man jetzt aktuell, wir schalten erstmal alles ab in der Region und dann werden wir halt eben letztendlich sehen, wie es weitergeht. Ja,
Jetzt kommt das, was für uns gut sein wird, gut werden kann. Besonders positiv sind Hotspot-Besitz in anderen Regionen betroffen, also wie zum Beispiel wir in Europa. Das heißt, es gibt insgesamt, oder es soll 15% mehr Einnahmen geben können. Das bedeutet, wenn alles gut läuft, dass alles durchläuft, die Denial-List durchgelaufen ist, kann es möglich sein, zur nächsten Epoche gibt es 15% mehr Rewards. Ich habe gedacht, okay, mehr Rewards nicht, aber die werden da quasi jede Epoche, gibt es einen gewissen Pool an Token und so weiter und so fort. Ja, gibt es richtig Berechnungsgrundlagen, darum geht es aber heute nicht. Also es soll aber auch darum gehen, dass halt eben, wenn der ganze chinesische Raum abgeschaltet ist, es bis zu 15% mehr Rewards geben wird, weil diese knapp 10 Millionen IoT-Token, die hier dementsprechend da in die Region gegangen sind, gehen nicht mehr in die Region. Das heißt, die sind halt eben auch da für andere Pools, zum Beispiel amerikanischen Bereich, EMEA-Bereich, also beziehungsweise Europa. Ja, da gehen halt eben mehr Rewards zu uns und das ist letztendlich auch gut. Ja, also wie gesagt, ich halte mich nochmal relativ kurz, was das Thema angeht. Wie gesagt, es wird abgeschaltet in China, also das meiste, was da unten läuft, also alles, was CN470 ist, wird heute von Helium, beziehungsweise wird die nächsten Stunden über eine Denial-List vom Sender genommen. Das heißt, die werden keine Proof of Courage-Vergütung mehr bekommen. Was da halt eben überbleibt an IoT-Token, wird halt eben auf andere Regionen aufgeteilt, wie zum Beispiel wir im europäischen Bereich oder Amerika. Und wie ich es ja eben schon mal gesagt habe, die durchschnittliche Proof of Coverage-Belohnung für alle Hotspots in anderen Regionen werden um 15% steigen. Hier steht es auch nochmal drin. Im Grundprinzip, wie ich es schon gesagt habe, China wird abgestellt und wir werden 15% mehr Rewards bekommen. Und das hört sich auf jeden Fall schon mal gut an. Meiner Meinung nach. Also, wie gesagt, falls ich hier was falsch erzählt habe, ich weiß, dass ich viele Helium-Experten in meiner Community habe. Schreibt es einfach in die Kommentare unten rein oder halt eben bei uns auf unserem Telegram-Channel. Link ist hier dementsprechend da. Ansonsten für alle, die mitdiskutieren wollen, kommt bei uns mit in die Gruppe rein. Und wie gesagt, auch diesen Link zu GitHub packe ich euch natürlich in die Videobeschreibung rein. Könnt ihr euch nochmal ganz in Ruhe durchlesen. Ja, weil manchmal überspringe ich auch wichtige Punkte. Ihr wisst, wie es ist. Ja, wir gucken einfach mal auf die Map drauf. Also ich habe mich jetzt mal auf den Bereich konzentriert, worum es geht. Und zwar sind wir hier. Das ist quasi der CN470-Bereich. Aktuell noch alles grün. Morgen sollte es theoretisch gesehen auf der Map anders aussehen. Oder heute Abend irgendwann, wenn die Denial-List rauskommt. Dann hätten wir hier keine grünen Hotspots mehr. Ihr habt auch die Möglichkeit, zum Beispiel über die Plattform Hotspot die Denial-List beziehungsweise euch die Hotspots anzuzeigen lassen, die auf der Denial-List sind. Das heißt, seht ihr dementsprechend hier. Hier seht ihr alles noch grün, auch auf der normalen Map alles noch grün. Das heißt, die Denial-List ist auch wahrscheinlich noch nicht draußen, wird aber halt dementsprechend laut den Infos, die ich habe, beziehungsweise was wir auf den Webseiten gefunden haben, beziehungsweise hier in GitHub und oder im Discord. Ich glaube, im Discord habe ich zuletzt gelesen von Helium, soll das aber heute auch dementsprechend passieren. Ja, ihr seht auch ganz deutlich, also beziehungsweise das ist jetzt die Average Reward Amount, wird von Helium Geek zur Verfügung gestellt. Das heißt, dieser durchschnittliche Rewards, was ihr dementsprechend bekommt. Wir müssen mal gucken, hier soll ja dementsprechend ab dem 24, also ab Weihnachten soll hier natürlich die Kurve ein bisschen nach oben gehen, wenn so viele Miner vom Netz gehen. Das ist jetzt so aktuell der Stand. Findet ihr auch dementsprechend der Helium Geek als Grafik dargestellt, sozusagen. Ja, was mir ein bisschen aufgefallen ist, seitdem das so ein bisschen die Runde gemacht hat und natürlich auch ein bisschen so Bitcoin-abhängig. Ihr seht jetzt hier aktuell mal den Helium IoT-Kurs auf den letzten Monat gesehen, sehen wir eigentlich, sind wir noch im grünen Bereich. Und wenn man aber mal sieht, hier, was eigentlich noch möglich ist, also 2x sind auf jeden Fall noch drin. Mal sehen, vielleicht wird es auch dementsprechend mehr. Wir werden sehen. Ihr seht, so verläuft aktuell der Kurs. Wenn ihr seht, dementsprechend 15% mehr, ist es natürlich auch dementsprechend gut. Ich würde mir auch dementsprechend wünschen, dass halt sich auch der IoT-Kurs sich dementsprechend auch stabilisiert, besser wird, sozusagen, ja, und dass halt eben auch dieser Kurs nach oben geht, weil dann profitieren wir alle, dann haben wir zum einen, wie ich es ja schon im HIP 137 erklärt habe, zum einen 15% mehr Rewards, zum anderen wäre natürlich ein guter Kurs hier dementsprechend auch gut, also man könnte quasi doppelt Rewards machen und wie ich es ja schon gesagt habe, wir können ja auch mal gucken, wenn wirklich durch die HIP 138 das Rennen in Richtung HNT zurückgeht, seht ihr auch dementsprechend hier, HNT-Kurs sieht auch nicht so schlecht aus. Ja, kurzer Rückblick, wo ich mal damals angefangen habe, das war ungefähr hier so in dem Bereich.
Das ist mittlerweile schon so lange her, da hat der SenseCap auch 1500 Euro gekostet. Da gab es für einen HNT mal teilweise 40, 50 Dollar und man hat schon ein paar HNT im Monat gemacht. Ja, mittlerweile sieht das anders aus. Wir werden mal sehen, was passiert, wenn HIP 138 dann auch live geht, ob das halt eben hier sich gut entwickelt, wie viel HNT-Token es letztendlich geben wird. Und es sind ja auch ein paar mehr. Man hatte schon bei HIP 138 gesagt, okay, es wären effektiv auch mehr Rewards, wenn man halt eben umstellt. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Wie gesagt, CN74-Region wird abgestellt. Da werden einige Miner auf Blacklist gesetzt. Das wird, wie gesagt, dafür sorgen, dass wir 15% mehr Rewards bekommen. Solltet ihr spätestens morgen bzw. übermorgen, ich weiß nicht, wie lange das dauert, ehe so eine Map aktiv ist, sollte das dementsprechend angezeigt werden. Die Nihilist soll heute kommen. Ansonsten soll es das von mir gewesen sein. Falls ihr Fragen, Feedback, Anregungen habt, lasst bitte ein Like da, einen Kommentar könnt ihr natürlich da lassen. Am liebsten wäre mir auch ein Abo, kostet euch nichts, kostet euch keinen Cent, lasst einfach ein Abo da. Ansonsten kommt in unsere Telegram-Gruppe rein, kostet euch auch nichts. Hier könnt ihr mit richtigen Experten euch austauschen, wenn ihr irgendwelche Fragen, Probleme oder Anregungen habt. Das war's von mir. Falls man sich nicht nochmal sieht, beziehungsweise sehen du uns wahrscheinlich gar nicht, aber nicht mehr hört, nicht mehr liest. Ich wünsche euch frohe Weihnachten. Ein kurzes Video dazu wird morgen auch nochmal kommen. Ansonsten frohe Weihnachten. Ich wünsche euch was. Lasst euch reich beschenken. Macht mit eurer Familie ein bisschen was. Das soll es gewesen sein. Bis die Tage. Bis später. Ciao.